Ich frage mal nach bei Steffen Schwarzkopf in Atlanta, Georgia. Guten Morgen, Steffen. Ist das möglicherweise ein Zeichen? Also ich glaube, das war nicht Donald Trumps Abend, aber wenn man aufs Große und Ganze schaut, wenn man sich die Umfragen anschaut von den 7 größeren Umfrageinstituten, dann sehen 6 davon Donald Trump vorne und das mit einem Vorteil von gut 2 Prozentpunkten. Was heißt das für den Wahltag und für das Wahlergebnis? Eigentlich auch wieder nichts. Bemerkenswert ist eines: 6 Millionen Menschen sind hier in Georgia abstimmungs- und wahlberechtigt. Gut die Hälfte davon haben bereits Early Voting gemacht. Also das heißt, sie sind schon zu den Wahlurnen gegangen und da schneiden die Republikaner nach allem, was wir hören, doch relativ stark ab. Also rein theoretisch Vorteil für Donald Trump. Aber, jetzt komme ich wieder zum Aber, die jüngeren Wähler, erfahrungsgemäß, die gehen eher später oder am Wahltag selbst erst wählen. Vorteil Kamala Harris. Also wie wir es drehen und wenden, die Wahl hier in Georgia, in diesem Battleground State, die ist längst nicht entschieden. Naja gut, und dann haben wir ja noch den Anteil der schwarzen Wähler, der ist besonders hoch in Georgia. Könnte das möglicherweise Kamala Harris helfen? Es sollte eigentlich der Fall sein. 30% der Wähler sind tatsächlich Schwarze hier. Und wenn man dann auf die Zahlen schaut, auch wieder auf die Umfragen, dann weiß man, dass ungefähr 74% der Schwarzen für Kamala Harris stimmen wollen. Das klingt nach extrem viel, aber wenn wir 4 Jahre zurückschauen bei Joe Biden, da waren es 88%. Also es ist nochmal deutlich weniger. Woran liegt es vor allem, so hören wir an den schwarzen Männern? Die haben Vorbehalte gegen eine Frau oftmals im Präsidentenamt, trauen ihr das nicht zu. Und ich habe das auch in Gesprächen hier in Atlanta und anderswo immer wieder gehört. Sätze wie, naja, einer Frau, der kann man einiges zutrauen, aber eben nicht das Präsidentenamt. Und da hat, glaube ich, Kamala Harris, da haben die Demokraten noch extrem viel Arbeit hier in den letzten Tagen, um wirklich da auch die Wähler zu überzeugen. Steffen Schwarzkopf, danke nach Atlanta.